Open Space ist eine stark vergrößerte Kaffeepause, in der gar nichts passiert, es sei denn, irgendjemand nimmt es in die Hand. Ja, Open Space ist ein Prozess, der beginnt schon sehr lange vor der Veranstaltung selber. Eine repräsentative Gruppe entscheidet in einem Vorbereitungstreffen über das Ziel der Veranstaltung, das Thema und überlegt, wer alles dabei sein muss und plant weitere Schritte bis zur Veranstaltung. Dann kommt der Open Space. Und einige Wochen danach treffen sich alle wieder, um herauszufinden, was ist jetzt eigentlich geworden aus den ganzen Projekten, aus den Vorhaben. Und da wird es vorgestellt und man schaut eventuell, wie die Reise jetzt weitergeht. Zuzuschicken. Und zwar also handelt es sich um ein komplexes Thema, es sind unterschiedliche Arten von Menschen involviert, also Diversity. Ist es dringend, ist es konfliktträchtig, ist es eine offene Frage, ist es ein tatsächliches Business-Issue? Und wenn es das alles ist, dann sage ich, dann könnte Open Space angesagt sein. Und wir haben uns überlegt, einen Open Space zu machen. Dafür haben wir heute die Jutta Weimer eingeladen, die das zusammen mit uns vorbereiten wird. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Da geht es nämlich darum, dass wir uns fragen, was soll am Tag danach eigentlich anders sein? Um uns gut vorstellen zu können, was denn eigentlich danach anders sein soll, ist jetzt meine Idee, dass wir hier gemeinsam ein kleines Mindmap zeichnen mit der Frage, das ist der Tag danach, 19. Januar 2009. 8:30 Uhr, der Wecker klingelt. Wir haben uns ganz schnell auf den Titel von Frauke geeinigt. Gib, was du kannst und nimm, was du brauchst. Sechs. Okay, also haben wir im Moment ziemlich deutliche Voten für den unteren Titel. Gib, was du kannst und nimm, was du brauchst. Und wenn ihr wollt, dass unter diesem Titel am Tag danach genau das eingetreten ist, müssten wir nämlich jetzt noch überlegen, wer muss alles dabei sein, damit die Veranstaltung gelingt. Jetzt kommt der Moment, auf den es wirklich ankommt.
Welcome in Open Space. Herzlich willkommen. Heute wird hier gearbeitet und heute seid ihr gefragt. Ja, herzlich willkommen im Open Space. Vielleicht nutzen Sie die Chance, mal so ein bisschen zu gucken, wer denn noch so alles da ist. Before we start, may I invite you to look all the way around this room and look to your left side, to your right, maybe behind you. And while doing so, you will notice people that you know for a long time. Welcome in Open Space. After a lot of panel discussions, after a lot of things that happen in that room, now we're going to change a bit of technique and a bit of maybe also way of working. So before we start, I would like to ask you to... Das Thema für heute: The Gifts of Self-Organization as the Way to High Performance. Und unter diesem Titel werdet ihr heute und morgen gemeinsam arbeiten, vielleicht ein paar neue Ideen spinnen, euch austauschen, vielleicht sogar ein paar Projekte planen und euch gut zuhören. Ja, Open Space, wie funktioniert das eigentlich? Wir haben das Thema, Sie sind wegen dem Thema gekommen, Sie haben alle Ihre Anliegen, denke ich, dabei, Ihre Fragen, vielleicht ein paar Antworten, aber vor allen Dingen Fragen, weil Fragen sind hier sehr wichtig. This wall over there is our agenda. And as you see, this is completely empty right now. But in 15 minutes or so, we will invite each and every one of you to identify any area or issue around our theme. Everybody is invited, nobody has to. And if you have such an issue, which you have some real passion for and are ready to take responsibility for, then you come here to the center, grab a piece of paper and a marker and write it down shortly. No PhD dissertation. You take the piece of paper, go over to that wall. And on this wall, maybe Joe will help me here, you will find these little funny Post-its with times and places. Und dann stehe ich hier und denke, 15 Uhr ist eine gute Zeit, da kann ich mich gut konzentrieren. Der Wellenraum fühlt sich gut an für mich. Dann nehme ich das hier nach vorne, gehe hier an die Wand. Das ist also hier unsere Agenda, die dadurch entsteht. Dann pinne ich mein Anliegen hier an. Dann können alle sehen, 15 Uhr mein Anliegen im Wellenraum. Dann kann ich mich wieder setzen und schauen, was weiter hier so alles passiert. So, open space, in fact, is very open, but it has 4 principles, 1 law and 1 caution. Die da sind, sind genau die Richtigen. Das seid ihr. Ihr seid genau die Richtigen. Nur mit denen, die hier sind, könnt ihr was verabreden, was vereinbaren und was besprechen. Denkt nicht darüber nach, wer hätte noch da sein sollen oder kommen sollen, sondern guckt, wer da ist und arbeitet zusammen. Unser zweiter Grundsatz heißt, was auch immer geschieht, es ist das Einzige, das geschehen konnte. Das heißt so ein bisschen, ja, macht euch keine Gedanken darüber, was passieren könnte oder was passieren sollte. Auch das, was passiert, passiert. Man kann es auch ganz kurz machen und nichts anderes. Dann kommen noch 2 Prinzipien, die beziehen sich so etwas auf die Zeit. Das erste hängt da, es fängt an, wenn die Zeit reif ist. Whenever it starts is the right time. So take your time and find out the right moment to start your workshop. So sometimes it's good to wait a bit until it's the right time. So, in open space, don't waste your time. When it's over, it's over. Quit your group and go to a more productive place. Und genauso heißt auch, nicht vorbei ist nicht vorbei. Wenn so eine Gruppe 1 oder 1,5 Stunden lang eigentlich hier ansteht und ihr seid nach 1,5 Stunden noch nicht fertig, dann macht ihr einfach weiter. And then we have 1 law. It's over here. The law of mobility. And this translates as follows. Whenever I find myself in a group or a situation where I can neither learn nor contributing, I do this hugely complex exercise. I take my 2 feet and walk away. So I honor a group with my absence. Das heißt, wenn ich in einer Gruppe sitze und ich kann in der Gruppe weder etwas beitragen noch etwas lernen, dann bin ich dazu aufgerufen, dorthin zu gehen oder mich dorthin zu bewegen, wo ich etwas Besseres lernen kann, wo ich besser lernen kann, wo ich besser etwas beitragen kann. So, and this law does at least 4 beautiful things.
First, it makes exquisitely clear who is responsible for my learning. So that's me. I'm the only one who can direct these instruments. Gleichzeitig ist es ganz gut gegen Menschen, die so denken, sie sitzen in einer Gruppe und müssen jetzt einen Vortrag halten. Wie gesagt, Fragen sind eigentlich wichtiger als Antworten. Und die Leute, die dann manchmal dort sitzen und die denken, sie haben die Antworten für alles, wundern sich manchmal, dass auf einmal die Leute alle verschwinden. Also es ist ein ganz gutes Gegenmittel gegen Vielredner oder Besserwisser. And then, of course, we have butterflies and bumblebees, these two creatures. Bumblebees are those of you who can't really stay in one place for a long time. So they go from one group to another, and you think, oh, they're creating a mess. But wrong. They do what bumblebees do in nature. They cross-pollinate. Das sind die Hummeln. Und dann gibt es noch die Schmetterlinge. Und die Schmetterlinge, die sind so ein bisschen anders. Das sind die Leute, die erstmal so gar nicht so wirklich in der Gruppe drin sind. Die sind vielleicht am Buffet und essen und trinken da was. Da wo so ein Schmetterling ist, da ist nichts geplant. Aber da kann ganz viel passieren. Und wenn du vielleicht einen Schmetterling siehst und dich selber so ein bisschen fühlst, dann geh doch einfach mal hin und vielleicht beginnt ein Gespräch oder eine Diskussion, die sonst nicht möglich gewesen wäre. Eine Ermahnung gibt es. Augen auf, mit Überraschung ist zu rechnen. Und das ist eine Erinnerung daran, seine geliebten Ideen mal für einen Augenblick zur Seite zu schieben. And if you leave this conference tomorrow afternoon with the same ideas you came with, then you wasted 1.5 days of your life. Wenn ihr dann nachher in den Gruppen seid, gibt es eine Sache, die ist ganz wichtig. Ihr findet dann so, also auch ein bisschen Material zum Arbeiten, aber auch so ein Dokumentationsblatt. Und derjenige unter Ihnen oder diejenige, die nachher ein Anliegen hier einbringt, eine Frage stellt und damit auch zu einem Workshop einlädt, hat eine Aufgabe und eigentlich nur eine, dafür zu sorgen, dass dieses Dokumentationsblatt ausgefüllt wird. Das ist deswegen wichtig, weil wir zum Ende der Veranstaltung für euch was übergeben wollen. Nämlich, ihr werdet alle eine Dokumentation hier morgen in den Händen halten. Da sind alle Ergebnisse aus allen Workshop-Gruppen drin. Ja, jetzt ist der Moment gekommen, an dem die Zeit reif ist. Was muss hier besprochen werden, damit die Veranstaltung für mich erfolgreich ist? Education, talent, integration on one-to-one level, and entrepreneurial spirit. And I know you might have a couple of ideas and great input. Maybe Karen, because it's so logical. Because my question on your letter is how can we? My name is Jan. Schauen Sie noch mal, ist denn mein Anliegen, hängt das da an der Wand? Ist das da schon gesagt worden, was mir wichtig ist? I invite you now to get up and take a marker, go to the wall and sign in your name for all the sessions you want to participate. That doesn't mean I really come. It's more like I would really like to come. I'm interested in that issue. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag, einen guten Tag. Wir sehen uns hier heute um 17 Uhr zur Abendrunde wieder. Bier da.
Es scheint immer zu funktionieren, weil es ist die Stelle, an der Menschen quasi sich in dieser Open Space-Situation bereitwilligst einbringen, die kommen an den Punkt, wenn sie merken, hier passiert gar nichts, außer ich setze mich in Bewegung. Und wenn sie zusammengekommen sind wegen einer Sache, die sie wirklich interessiert, dann setzen sie sich auch in Bewegung. Das heißt, sie werden ihren Leidenschaften folgen und Verantwortung übernehmen, damit auch da was passiert. Also die Stelle, an der dann Führung entsteht. Das ist vielleicht nicht einfach irgendein Freizeitangebot, was existiert, einfach nachfragen und konsumieren, sondern sich Jetzt kommt der Moment, auf den es wirklich ankommt. Mit der Frage, was heißt das jetzt für mich? Was möchte ich, was möchten wir hier aus diesem Raum? Was soll sich morgen anders für uns anfühlen? Was soll anders sein? Was soll am Montag passieren? Welche Idee habe ich, die vielleicht Füße bekommen soll? Oder Flügel oder ein Herz? It's up to you now to get up and to write it on a piece of paper here and to give it to my colleague Joe. We will put it on the walls around us. Es geht mir um aktive Neukundenakquisition auf der einen Seite mit Werkstattpartnern und auf der anderen Seite um aktive Vermarktung unserer Montagemöglichkeiten. Und zwar möchte ich mich gerne für das Thema Messen interessieren. Erstmal irgendwelche finden, die was taugen, wo man sich selber vertreten kann als Behindertenwerkstatt. Dann das Ganze planen und natürlich auch ausführen. Wir wollen ein Projekt initiieren,
mit Experten und laden vor allem dort auch das Deutsche Kinderhilfswerk ein zum Thema Mobbing. Sie haben jetzt ein bisschen mehr als eine halbe Stunde Zeit, am besten mit Ihrem Kalender, schnell rumzugehen und sich überall einzutragen, wo Sie gerne dabei sein möchten. Der nächste Schritt, denke ich mir, ich werde meine Gedanken, die ich dazu habe, einmal schriftlich verfassen und per Mail an die Personen versenden, die sich hier eingetragen haben. I would like to develop a concept for that idea competition that the BMW Foundation is running, and the deadline is 31st of August, I think. So until then we have a draft concept of how that campaign would look like. Es wird eine erste Einladung geben nach Wuppertal in die Troxler Werkstätten. Da werden alle die jetzt da stehen, sich treffen oder vielleicht auch noch mehr. Für mich wäre es ein Ideenmarkt, bestehende Modelle reingeben, kurz knapp beschreiben, so kann man sich austauschen, man hat Adressen und kann dementsprechend dann Ideen, die woanders schon mal gestrickt wurden, Erfahrungen, die gemacht wurden, untereinander austauschen. Und ich denke, da kann man nur von gewinnen, man muss das Rad nicht immer neu erfinden. Wir haben uns vorgenommen, ein erstes Treffen im Februar nächsten Jahres zu machen, in Pasewalk, und wollen im Januar dazu, im kommenden Januar, mit dem Direktor der Arnold-Zweig-Schule, Herrn Haag, ein Gespräch führen. I just told everybody that we will start an alumni online platform, hopefully beginning of July, and then all the wishes and all the ideas should be like getting fulfilled. So I'm going to confess, I was going to root for Spain in the championships tomorrow, but I decided for Germany. The spirit that we have now. Projects on London, awareness in the community, the operation were changed to very important. Schade, an einem Wochenende hoffe das nicht. Man hat sich sehr kurz von dem gefallen. Ich freue mich, weil der Lösung jetzt angeblich der Arbeit weiter und was ist typisch Englisch und heißt Strengths, Weakness, Opportunities and Threat. Wenn du etwas machen willst, wo Leute angeregt werden, selbst aktiv zu werden, wenn du Effekt erzielen willst, im Sinne von, kommt etwas in Bewegung, dann kann ich dir nur raten, diese Methode zu wählen, weil sie dazu führt, dass die Leute tatsächlich aktiv werden. Open Space fördert die Kreativität, fördert das individuelle Artikulieren von Anliegen, fördert die Vernetzung von Menschen, die sich zu einem Thema zusammen getroffen haben, und komprimiert Wissen, was man zu diesem Thema hat, in einer kürzesten, effektivsten Form. Und es macht richtig Spaß. Wir haben es gemacht, weil wir unser ganzes Haus, bestehend aus knapp 1000 Mitarbeitern, komplett umstrukturieren mussten. Und dafür haben wir eine Open Space Veranstaltung mit den Mitarbeitern gemacht. Und das war eine sehr, sehr, sehr erfolgreiche Sache. Viele sagen, hätten wir uns nicht gedacht, dass das so losgehen kann und so viel Dynamik in dem Ganzen drin ist. Also das ist schon etwas, wo ich bestätigt werde, dass das eine Methode ist, mit Gruppen, die eine gewisse Größe haben, etwas zusammen zu machen. Es stimmt zwar, dass Open Space einfach ist,
Aber wir sagen ja auch, Open Space ist einfach, aber nicht leicht.